Oh, was für ein Schmuddelwetter. Steht mir nicht falsch, Hamburg ist immer schön, auch bei Schiedwetter. Am Hafen ist immer Bewegung, Kräne drehen sich, Boote schaukeln und irgendwo schreit auch immer eine Möwe. Aber irgendwie fühlt sich das trotzdem nach Stillstand an. Und man fragt sich ja sowieso, wie sieht das hier mal in 15 Jahren aus? Also danke Hamburg, aber das ist ein anderes Thema. Der Regen peitscht dir ins Gesicht und irgendwo da oben, da lacht dich auch immer eine Möwe dafür aus. Der Regen läuft dir schon längst in die Büchse runter und über den Dächern, da hängt das Grau so schwer und vertraut. Ein typischer Hamburger Winter. Und du denkst dir, wann ist es hier eigentlich mal wieder schön? Also, ich meine so richtig schön. Du bist auf dem Weg, schiebst dich durch den Bahnhof zwischen Stimmen, nassen Jacken und Gedanken. Alles ist in Bewegung und doch bleibt irgendwie alles gleich. Über dir kreisen Möwen, frei, stur gegen den Wind und du denkst, wie schön wäre das jetzt, einfach davon zu fliegen. Also ab zum Flughafen, raus aus dem Grau, raus aus dem Alltag, auf Richtung Himmelblau. Knapp 20 Flugstunden später, ein anderer Himmel, ein anderes Licht und unter dir breitet sich ein endloses Meer aus, durchzogen von Inseln, umgeben von Blau in allen Schattierungen. Irgendwo dort, zwischen Himmel und Meer, liegt ein Land, in dem die ältesten Menschen der Welt leben. Ein Japan, das man so nicht erwarten würde. Ein Paradies im Pazifik, zwischen Japan und Taiwan, wo Zeit und Stille miteinander Freundschaft geschlossen haben. Ich bin ein bisschen nervös, ne? Ihr habt ja unsere Videos gesehen, ne? Wir waren in Tokio auf der Camper Show und haben uns die Fahrzeuge angesehen. So ein kleines Auto haben wir nie gesehen. Und ehrlich gesagt haben wir uns auch nie überlegt, in so einem Auto mal durch die Gegend zu fahren, oder? Nee. Nee, aber das machen wir jetzt. Marco, der ist zu klein. Gar nicht. Doch. Nein, es kommt nicht auf die Größe drauf an, sondern auf die Technik. Aber guck mal bitte. Wie lang ist der? 2 Meter? Ich weiß gar nicht. Irgendwie, also auf jeden Fall unter 5 Meter, ne? 3 Leute mit auch noch Ausstattung und Ja. Klamotten. Ob das ein und Familienfahrzeug ist, das werden wir jetzt für euch testen. Und zwar auf Okinawa. Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Jetzt müssen wir erstmal unsere Klamotten ins Auto kriegen, ob das passt, ne? Ja, den Koffer wohl nicht, ne? Oder? Oder Den Koffer können wir ja zum Glück hier lassen, ne? doch? Ah, okay. Na dann. Marco, das wird nicht einfach, das hier alles unterzukriegen. Guck mal, das ist hier die Küchenkiste. Ja. Müssen wir mal schauen, wie das geht. Das wird spannend, so. Sehr spannend. Also gibt es dann keinen Platz, um meine Mini-Lotti einzusperren? Oh, Mini-Lotti muss vielleicht hier bleiben, ich weiß auch nicht. Hm. Nein! Oh Gott, ich passe hier gar nicht rein. Oh. Ist es so? Oh, was soll ich sagen? Bin ein bisschen. Ich dachte, der macht What? Du hast einen Föhn? Ich dachte, er macht einen Scherz vorhin. Und hier ist die Steckdose außen, falls du dir die Haare draußen föhnen willst. Guck mal, was ich gefunden habe. Ein Föhn? Die haben hier einen Föhn. Okay. Die haben doch einen Föhn oder was? Ja, also wir brauchen doch keinen Föhn. Wofür? Wofür brauchen wir einen Föhn? So, ja. Ja, was halt ein bisschen komisch ist, ist halt die andere Seite, ne? Dass Ja. man sich jetzt von der anderen Seite anschnallt und trotzdem losfährt. Aber naja, gut. Starten wir unser Abenteuer. Was ist das für ein Geräusch? Welches Geräusch? Okay. Vielleicht, Du oder? musst jetzt links auf die Seite rüber, ne? Okay. Eieieiei. Ich hab noch kein Ziel gesetzt. Wir fahren jetzt einfach aufs Blaue los, ne? Ja. Okay. Oh, hier ist aber auch schön. Lolli sitzt da hinten, hat es bequem gemacht.
Oh, das ist verrückt, ach ey. du meine Güte, was war das für ein Die Schlagloch? Kartfahren hier. Fahr einfach. Also das ist echt verrückt, mit so einem Auto hier durch die Gegend fahren. Das fühlt sich ja wirklich komisch an, ne? Also wie so ein... Du merkst, dass dieses Auto hier überhaupt keine Kraft hat. Und... Wahnsinn, ne? Also... Extrem direkte Lenkung. Pass auf, hier sind so eine Huckel. Alter Schwede. Und die sind auch nicht markiert. Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich sind es gar keine Hubbel. Das kommt uns nur so vor. Oh Gott. Autofahren auf Okinawa fühlt sich erstmal falsch an. Links fahren, rechts sitzen, alles anders. Der Kopf braucht da ein paar Minuten, um umzuschalten. Aber nach ein paar Kilometern wird klar, hier ist alles deutlich entspannter. Und auch der Autoverkehr. Niemand drängelt, niemand hupt. Man lässt sich Zeit. Und genau daran gewöhnt man sich erstaunlich schnell. Irgendwann fährt man hier einfach mit. Und fühlt sich genau richtig hier. Also hast du auch diese kleinen Reifen von den Auto gesehen? Winzig, Das winzig. ist ja auch echt Wahnsinn hier. So Das- ein kleines Auto. Unfassbar. Ich glaube, du musst einfach langsam fahren. Darüber. Ach da. Da, oder? Wieder Du da kann, hinten. nee, hier kannst du auch parken. Ja, da wollte ich auch. Wir sind ja nicht so lang, ne? Nee, wir sind nicht so lang. Eigentlich müsste das gehen. Oder? Weiß nicht. Roll ich jetzt mit der Schürze vorne ran? Ich kann ja mal Du aussteigen. musst mal gucken. Du bist gleich unten. Ja, ist so verrückt, ey. Habe ich eine Schürze? Da ist Luft. Kann ich, also. Muss man ja wissen, ne? Witziges Auto. Ich finde ja auch das Geile an diesen Campern ist immer, ne? Du kannst mit dem Auto irgendwo stehen, völlig egal. Du hast deinen Mikrokosmos, du machst das Auto zu und parkst dann halt einfach. Und bei diesem Auto, dann denkt man ja noch weniger, dass da überhaupt einer drin wohnt, oder? Naja, man sieht schon, dass es kein. Man sieht, dass es ein Camper ist, aber man erahnt nicht, dass man jetzt wirklich hier auch so drin wohnen könnte, weil wir haben es auch von außen gesehen und dachten so, oh mein Gott, da kann man drin wohnen. Ich habe nicht gedacht, dass wir unsere Sachen hier reinkriegen. Und Dachte ich auch. freue mich schon heute Abend aufs gemütlich machen hier drinnen. Ein schönes Okinawa-Bier trinken Ja. und dann gucken, ob man hier gemütlich zu zweit unten schlafen kann. Ich bin auch echt gespannt. Und Leute hier oben in der Koje. Ja, ich bin gespannt. So, aber jetzt gehen wir erstmal Wale gucken. So sieht's aus. Manchmal entdeckt man Orte, die einem das Gefühl geben, die Welt sei doch noch in Ordnung. Okinawa ist genau so ein Ort. Ein schmaler Streifen Land im Pazifik. Ehrlich, rau und wunderschön. Und unten im Meer ziehen Wale vorbei. So nah, dass man sie vom Ufer aus sehen kann. In den Wintermonaten kommen sie hierher, weil das Wasser warm ist und sie hier in der geschützten See ihre Jungen zur Welt bringen. Am Leuchtturm sitzen Japaner mit großen Objektiven, um den perfekten Moment einzufangen. Daneben Amerikaner, die das gleiche lautstark mit ihrem Handy probieren. Ach ja, Amerikaner. Naja gut, auch kein Wunder, denn hier liegt ja der größte US-Stützpunkt außerhalb Amerikas. Okinawa, ein Inselparadies zwischen Lärm und Stille, zwischen Disziplin und Freiheit, zwischen Burger und Sushi. Ja, und genau das macht diese Insel auch so faszinierend. So, die ersten Meter haben wir mit unserer kleinen Knutschkugel jetzt hinter uns gebracht. Und natürlich müssen wir jetzt erstmal zum Supermarkt, uns fehlt was zu essen. Und was zu trinken. Stimmt, was zu trinken. Weil er hat nämlich gesagt, dass der Kühlschrank das Bier sehr schnell kühlen kann. 20 Minuten. 20 Minuten ist das Bier nämlich kalt. Süßigkeiten. So, okay, das ist ja fast wieder wie ein... Ist es ein 7-Eleven? Nee, ist ein Family Mart. Family Mart, hast du gesagt. So, und da gibt es hier auf jeden Fall eine Menge Fertigfutter. Also hier einfach auch schnell für die Mikrowelle. Wir haben ja eine Mikrowelle im Auto, ne?
Da können wir hier uns ja schnell so ein kleines Ei braten. Was hast du da? Nudeln. Ah, Miso-Rahmen. ja, Mit Ei, bisschen Grünzeug, Tofu. ja, okay. Hier gibt es noch Nachtisch. Kuchen. Guck mal, und hier hängen die Würste in der Reihe lang. Bisschen Fleisch. Aber ziemlich viel Convenient Food halt, ne? Und so gut wie nie Obst, außer Bananen. Bananen gibt's immer. Aber leider nur Bananen. Und hier gibt's halt das gefrorene Essen. Auch das. Alles fertig zubereitete Geschichten. Daneben eine kleine Eistruhe. Und dann haben wir hier noch Eis und Getränke. Und da ist das Beste, hier Orion, ihr seht schon, ist nämlich das Bier von hier. Ja, Einkauf beendet. Wir sitzen wieder im Camper. Oder darf man das Camper nennen? Ja, darf man. Ja, im Babycamper. Und Jetzt suchen wir uns einen Schlafplatz. wir haben uns überlegt, wir waren vorhin kurz am Leuchtturm. Und da ist ein toller Parkplatz. Da gibt es öffentliche Toiletten. Da gibt es einen Kinderspielplatz. Da gibt es eigentlich sogar fließendes Wasser. Klopapier auf dem Klos. Ja, die sind Also- sauber. Aber es sind keine japanischen Klos. Gab es bei dir diese, das waren normale Klos. Nein, ich war nicht auf dem Klo. Ich habe nicht Ach so. geguckt. Aber ja, genau, da fahren wir jetzt hin. Und jetzt ist es auch schon, wie spät ist es denn eigentlich? Irgendwie Nachmittag. Fast 18 Uhr schon. Ah ja, stimmt. Ist mein Zeitverhältnis. Deswegen geht ja auch gleich die Sonne unter und ihr wisst, wie es ist, ne? Ja, Einen Schlafplatz sucht man sich lieber im Hellen. das stimmt. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, ich bin ja jetzt erst die ersten 150 Meter mit dem Ding überhaupt gefahren. Ne? Also man muss sich ja auch erstmal ein bisschen eingrooven Wir sind hier nicht weit gekommen. in die kleine Kiste. Aber ich glaube, es ist auch nicht schlimm, wenn wir heute nicht so weit kommen. Erstmal zum dran gewöhnen. Und wir machen uns das gleich gemütlich. Yay! Ihr fragt euch sicherlich, warum so ein Wohnmobil? Wir lieben es nun mal mit dem Wohnmobil zu reisen und auf der Messe in Tokio haben wir sie gesehen. Diese kleinen, charmanten Mini-Wohnmobile. Und natürlich mussten wir das ausprobieren. In den letzten Monaten haben wir uns ja viel mit unterschiedlichen Wohnmobilkonzepten beschäftigt. Aber die aus Japan, die sind einfach anders. Ein bisschen kawaii. Und ein bisschen verrückt. Und manchmal fragt man sich wirklich, wer da eigentlich drin schlafen soll. Wir waren einfach fasziniert vom Minimalismus, von diesen winzigen Räumen, in denen doch irgendwie alles seinen Platz findet. Konzepte, die es so einfach bei uns niemals geben wird. Aber wir wollten das ausprobieren, wie es sich anfühlt, zu dritt mit so einem Wohnmobil unterwegs zu sein. Geht das überhaupt? Naja, wir werden es rausfinden. Jo. Was ist, wie mache ich das große Licht aus? Ich weiß nicht, ob man da wieder auf den Schalter klicken muss. Jupp. Guck mal. So sieht das ganz gut aus, Das ist ja ne? eine richtige Romantikmaschine hier. Ja, absolut. Wir sind übrigens auf unserem Parkplatz angekommen. Da vorne kann man noch rausgucken. Jetzt in Ruhe. Oh, wie könnte man? Konnte man. Konnte man nur das Auto zugemacht? Nö. Mach mal. Hier, da hängt der Schlüssel. Also zumindest vorne, weil... Super. Dann geht nämlich wenigstens auch gleich die Alarmanlage an. Hä? Nur Spaß. Genau. Wie sieht es da hinten draus aus? Kann man da was sehen dann, wenn man das jetzt hier runter macht? Nicht mehr so viel. Ah, schon ganz schön dunkel geworden. das ist Genau. Die Sonne ist schon fast weg. Heute auch nicht mit so einem richtig schönen Sonnenuntergang, sondern... Ja, doch, war schon. Ja, Mit Wolken und so. aber gut. Aber Schön blaue Wolken. Genau, es ist auf jeden Fall super gemütlich hier. Wir wollen uns jetzt unser Abendbrot machen. Wir haben da oben ja eine Mikrowelle. Deswegen wird jetzt hier gleich mal ein bisschen Abendbrot gemacht. Lotti macht es sich auch schon sehr gemütlich da oben in ihrer Koje. ich habe das Gefühl, sie baut sich eine Mauer. Ja, sie baut sich ein Nestchen da, ne? Hä? Aber es gibt ja auch nichts Geileres für Kinder als da oben in so einer Höhle, oder? Irgendwie weiß ich noch nicht mit dem Wasser. Da bin ich noch nicht sicher, wie es funktioniert. Ja, du kannst ja einfach Wasser raufkippen und das Ding in die Mikrowelle stellen. Ja, aber das steht wäre da nicht das Gleiche, ne? Das steht da gar nicht Das so wäre nicht das explizit. Gleiche.
Ich habe mir nochmal Mochis geholt als Nachtisch. Dann habe ich mir noch einen Pudding geholt Sag als mal. Nachtisch. Hallo. Was haben wir hier? Das Lottis. Genau, Lottie liebt diese Nudeln. Da gibt es halt einfach so ein bisschen Bolognese-Style Nudeln zu kaufen, tiefgefroren. Kannst du auftauen. Hat aber so einen leichten japanischen Touch, ne? Ist so ein bisschen mit Miso oder sowas drin. Dann habe ich mir hier mal irgendwie eine Überraschung geholt. Ich weiß gar nicht, was es ist und deswegen freue ich mich schon drauf, sie zu essen. Keine Ahnung. Mal schauen. Hat man hier in der Mikrowelle da halt nochmal eine Elektro-Kochplatte? Ich glaube ja, ne? Das hatte ich neulich schon gesehen. Da ist halt irgendwie nochmal so wie so ein Kochplattenfeld. Packen wir mal rein. Und jetzt müssen wir das natürlich mal ein bisschen übersetzen. Start ist oben. Beginnen Sie mit dem Aufwärmen. Ja, na gut, okay, weiter geht's. Was haben wir hier? Was habe ich denn hier? Kannst du das mal übersetzen, was ich hier habe? Was habe ich mir Leckeres gekauft überhaupt? Ah, schmelzendes mit Bonito-Flocken oben drauf. Bonito-Flocken hört sich gut an. Das sind diese Fischflocken. Hier. Das hört sich doch nicht so gut an. Thunfisch. Bonito-Flocken. Ah ja, natürlich. Takoyaki. Weicher Oktopus. Nein! Hast du das nicht übersetzt? Nein! Ja, das sind diese berühmten frittierten Bällchen. Ja, frittierte Bällchen hört sich gut an, aber Oktopus? So, das Kind guckt schon sehr hungrig. Ja. Ja? Okay. Und wir haben hier noch was zuzubereiten. Was ich ein Das ist bisschen richtig. komisch finde, dass sie Metallteller uns geben. Ja, die Äh. nicht in die Mikrowelle gehen. Und wie machst du jetzt diese Chicken-Dinger? Die machst du jetzt in der Tüte, ne? Weiß nicht. Steht das drauf? Wahrscheinlich macht man alles in der Tüte. Du reißt die ein bisschen auf. Was ist das? Ein Teller? Ja. Wie soll das ein Teller sein? Hm. Ja, wir haben keinen Teller. Wir haben keinen Teller. Ja, wir können die hier rausmachen, die schicken wir jetzt reinmachen. Das ist eine gute Idee. Ach, das Studium hat sich gelohnt. Sind Aber wir schon darf ich bereit? mal ganz kurz gucken, genau, was ist das überhaupt? Ist das wirklich Oktopus? Ja. Ist es knatschig, knuddelig? Ja. Das tut mir leid. Und schmeckt voll nach Oktopus. Aber nach hier. Alpen-Oktopus, ne? Opi-Oktopus. Ja, dann. So, weißt du, wo Mutti schon sagt, nee, der muss weg. Ja, Bring den bitte zum ich Angler. finde es lustig, dass du nicht guckst, was das ist. Im Zweifel Ich ist lass es... mich halt einfach gerne überraschen. Ich bin da halt einfach so ein bisschen muss man auch mal soll ich Experimente jetzt eingehen. Lolli runterkommen, wir Nudeln essen, weil... Ich will mal ganz kurz gucken. Ist das vielleicht anders? Hier, wenn da deine so Suppe drauf ist? Bonito-Flocken noch. Ich kann sowas nicht essen, weil ich die Konsistenz überhaupt nicht ab. Ich mag die ganz gerne, die Konsistenz, weil die so ein bisschen wie Mochi ist, aber die Dinger hier schmecken richtig nach altem Fisch. Weißt du, so alter, Lotti, also wirklich alt. essen? Na dann komm. Komm, Mäuschen. Und guck mal, hier ist gar nicht so eine Konsistenz, sondern Du weißt nicht, musst du das wieder das ist abbauen. sowas, was wieder hochkommt. Du musst mal ein bisschen rüberrücken, dann kann Lotti hier noch mit. So, und hin. Hä? Oh. Sind wir halt. Hä? Ja. Der Abend und die Dunkelheit senken sich schnell über Okinawa. Wir sind müde von dem, was hinter uns liegt. Aber genau diese Müdigkeit fühlt sich erstmal gut an. Vor uns liegt die erste Nacht in einem japanischen Keika-Camper. Und ein Ort, der noch so vieles offen lässt. Das, was wir bisher gesehen haben, macht Lust auf mehr. Es fühlt sich an wie der Beginn eines großen Abenteuers. Und wir freuen uns, dass ihr uns dabei begleitet. Bitte gebt dem Video noch einen Daumen nach oben. Das kostet euch nichts, bedeutet uns aber sehr viel. Und wenn ihr kein Abenteuer von uns mehr verpassen wollt, klickt noch das Glöckchen und abonniert unseren Kanal. Box muss schon mal woanders hin, sonst kannst du da gar nicht das Ding hinten ziehen. Die muss auch irgendwie nach vorne, schätze ich mal. Die Schuhbox muss auch irgendwie weg, genau. Und hier oben
ist jetzt irgendwie auch ein kleines Reich entstanden, aber das ist echt schon. Guckt euch mal, das ist ja keine Matratze, was hier ist. Das ist ein Stiftlein, was hier auf einer Platte liegt. Das ist total dämlich gebaut. Und vor allen Dingen, man versteht es auch gar nicht. Man hätte hier auch nochmal 15 cm mehr gehabt. Jetzt sind es 1,70. Geht aber nicht aufgrund dieses Fensters. Und dieses Fenster ist sowieso scheiße. Alle eigentlich. Ne? Also hier kann man sich halt nicht anlehnen, Leute. Das ist halt einfach Tenef. Und jetzt fragen wir uns, wie man hier ein Bett machen kann. Ich bin gar nicht so sicher. Guck mal hier hinten, wie das gehen könnte und ob unser Schuhregal hier. Die Schuhe müssen weg. Ich kann die Schuhe doch hier hin, weil da kann man das ja nicht ziehen. Mal, ich ziehe das jetzt wieder. Aber man muss immer die Polster wegnehmen oder wie ist das? Ach nee, man muss nur den Stockel rausnehmen und dann zieht man automatisch hier diesen Lattenrotten mit. Das ist hier nur zum Verhindern des Lattenrostes. Und dann Kommt da diese wunderbare Matratze hin. na gut, die ist ja schon mal besser, also weil oben, das ist ja wohl ein Witz. Das ist gar nichts, ne? Und ich habe die extra gefragt, Ja. ob hier oben auch 2 Leute schlafen können vom Platz. Und das erste, wenn ich als Kunde irgendwo anrufe und sage, kann ich da oben schlafen, dann würde ich persönlich sagen, ja, aber da ist halt nur so eine Matratze, ne? Das ist doch keine Matratze. Das Ja, ist oder da ist ja nur so eine Decke. eine Auflage. So eine Auflage, ja. Gut, die Japaner sind Schlimmeres gewöhnt, ne, mit ihren Tatamis, aber selbst die sind dicker. Ja, und da legen die ja noch so ein Dingelding drauf. Ne? Ja, das Futon. Ja, das Das Futon. ist viel dicker. Ja, genau. Also das Futon liegt ja drauf, aber wir haben ja hier kein Futon. Oder ich hätte dann halt zumindest so ein Futon bereitgestellt. Ja. Und also was mir am meisten nervt, sind jetzt hier so diese Baufehler, ne? Wo du sagst, oh Leute, also hier hat jemand geplant, der halt, den würdest du als Prototyp so bauen und nie wieder bauen, ne? Aber das ist jetzt schon hier, ich glaube, die 3. oder 4. Variante, weil die erste Variante haben die ja auch noch auf dem Hof stehen. Und mit diesem Fenster, das macht halt einfach keinen Sinn. Weg mit dem Fenster, dann hast du eine Fläche zum Anlehnen, dann hättest du das Bett halt auch weiterziehen können. Oder machen ein kleines. Reicht doch völlig aus. Muss ja nicht so ein Riesenfenster sein. Und dann diese dicken Aufbauten ist halt auch doof, ne? Ja, nimmt unglaublich viel Platz weg, ne? Ja. Das ist ja halt auch wieder das Ding, da hättest du halt einfach jetzt hier nicht diese Plissé-Nummern nehmen sollen. Ich mag diese Plissés eh nicht. Ja, man hängt drinne und macht sie kaputt. Genau, sondern lieber ein Rollo. Ja, Ja? absolut. Hat man hier auch leider nicht. Beim Max-Van gab es ja auch dieses Rollo als Zusatzelement. Gibt es jetzt hier nicht. Aber ja, es ist unfassbar, dass sie dann halt trotz alledem hier von diesem Auto so viel verbauen. Und die auch hier, ne, wenn du hier reinfilmst, das ist der Wassertank. Der ist ja lächerlich klein, ne? Nee, darum geht's mir nicht, sondern ey, den kannst du doch einfach unten irgendwo verbauen, im Staufach oder irgendwie was auch immer. Wasserleitung kannst du doch auch langlegen. Das ist hier die qualitativ beste Fläche, um Dinge für die Küche zu lagern. Und da haben sie das schön verbaut, ne? Und dann haben sie es voll verbaut. Und wenn du daneben guckst, sieht es ja genauso aus. Also hier neben ist ja auch verbaut, ne? Und hier ist halt auch verbaut, weil hier der Kühlschrank drin ist. Also keine Ahnung, wer diese Autos baut, aber da kitzelt es in den Fingern, ne? Da denke ich, Leute, also das, da hänge ich mich mal weit aus dem Fenster, aber das kann ich 3-mal besser, wirklich. Das ist ja, wenn ich sowas gebaut hätte, ich könnte nachts nicht schlafen. So ein Ding könnte ich nicht verkaufen, echt nicht. Da würde ich mich schämen. Und warum haben wir jetzt doch so ein Auto uns gemietet? Ja, weil wir es erstens ausprobieren wollen, ne? Und dann gab es auch nichts anderes, ne? Zweitens wollten wir es ja testen. So, wie fühlt es sich an in so einem kleinen Auto? Weil wir hätten es ja vorher gar nicht gewusst. Wenn du es nicht testest, weißt du es nicht. Und du kannst dir die tollsten Wohnmobile angucken. Du kannst da durchlaufen, du kannst sagen, oh, was für ein Palast, alles toll, Slideouts, hin und her. Aber wenn du die erste Nacht drin schläfst, dann siehst du halt gleich, oder wenn du es testest, dann merkst du auch gleich, hat es
Hand und Fuß, ist das ordentlich geplant. Ne? Mhm. Weil, wie gesagt, also das kann schön aussehen, aber es muss halt funktionieren. Das Wichtigste am Design ist die Funktion. Und das haben die ja früher schon gesagt, ne? Die Form folgt der Funktion. Wenn es nicht funktioniert, kann es noch so schön aussehen, ist halt Schrott dann. So, apropos Schrott, wie kriegen wir jetzt dieses Bett eigentlich? Muss ich jetzt die Beine hochnehmen und du müsstest, keine Ahnung, wohin verschwinden? Kann ich Kannst du nicht. drauf? Hier haben wir das Teil schon rausgezogen, ne? Ja. Eigentlich müsstest du jetzt... Naja, klappt nicht, weil du sitzt da drauf. Ich kann mal den Nee, Hintern, das muss weg. ich kann den Hintern Das, hochnehmen. was du bist, muss weg. Aber ich sitze nicht drauf. Ich schwöre. Okay, nee, dann... Es klappt so nicht. Und eben haben Lotti und ich, da wollte ich es aufmachen und da war genau das Lattenrost mitgezogen. Komm mal her. Weil da ist ja dieses kleine Teil hier drin, um zu verhindern... Du musst hier hinten reinkriechen, genau. Um zu verhindern, dass der Lattenrost mit rausgezogen wird. Bei der ersten Variante, ich hatte es mir angeguckt, da ist das zum Klappen. Da haben sie ein Scharnier und dann musst du es halt umklappen. Hier haben sie es ja eigentlich Leichter. primär ganz gut gelöst, indem du es theoretisch mit geht's denn rausziehst, jetzt nicht? aber er zieht halt nicht mit raus. Weil Das er, musst du deine Füße auch noch wegklappen. genau. Ah ja, gut. Und dann... Oh Gott. Du musst mehr Yoga machen hier. Ey. Weil es ist nur was für Gelenke. Oh. So, jetzt bin ich hier dran, aber es ist trotzdem noch nicht ganz, oder was? Oder dürfte ich das nicht weiter? Oder? Na, man weiß es Da nicht. geht's doch nicht, das sind die Griffe. Ja, ja, Und eben. Du, Schrank. du stößt da an die Griffe. Ja. Das ist doch... Also, Also es könnte noch weitergehen, aber geht nicht, weil da die Griffe im Weg sind. das fände ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber ich fände es schöner, wenn es hier stoppen würde. Und dann? Damit die Griffe nicht gequetscht werden? Genau, damit man da nicht irgendwie immer die ganze Zeit gegen die Griffe haut und die Griffe mit irgendwie irgendwann mal kaputt macht. So, jetzt ziehen wir die Beine ein. Irgendwo hin. Ich weiß gar nicht, wo. Oh Gott. Und dann haben wir hier noch die Anschnallgurte. Oder wann? Wahrscheinlich kriegt man irgendwann halt auch einen anderen Ablauf hin, dass man das dann irgendwann auch ein bisschen besser hinkriegt. Aber Erstmal ist es. erstmal fühlt es sich richtig kacke an hier. Das stimmt. Wo soll denn das noch hin? Wow, das muss noch mal rüber. Ja. Und die Griffe, die sind echt die Anschnall runter jetzt, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob man die verschwinden lassen kann. Nee, das ist nicht 100%. Wir gucken jetzt. Und dann hat man hier natürlich auch verhältnismäßig große Lücken. Hallo. Leid. Also jetzt ist aber, Aber das ist so eine gute Vorlage. Ne? ist gar keine gute Vorlage. Ich hatte halt gerade die Idee, ob es nicht sinnvoller ist, halt irgendwie der eine mit dem Kopf nach da, der andere mit dem Bein nach da, damit man mehr Platz hat. Sorry. Das ist, glaube ich, auch sinnvoller, ne? Ja, weil wegen Kreuz und so, ne? Ha? Ja, genau. Nein, Weil du Arm so ein von dickes meinem Kreuz- Fuß. Was? Ja, und hier ist halt auch ein bisschen mehr Platz. Ja, geht das? So. Ja, boah, naja. Also, Besser als oben. ja, oben geht gar nicht. Nee, da lass uns mal morgen nochmal mit denen kurz sprechen, ob die irgendwie eine andere Matratze haben. Weil das- Und du fragst dich doch, warum? Also, Ja. warum macht das jemand? Du Mhm. kannst doch da eine richtige Matratze hinlegen. Ein richtiges fettes Polster. Macht doch so gar keinen Sinn. Hast du noch einen Jetzt Kissen? erstmal hier gute Nacht, ne? Ja, aber Im nächsten Video nehmen wir euch wieder mit. Wir lernen es, was es heißt, auf japanischen Komfort zu verzichten. Erkunden die japanische Camperkultur, genießen japanische Küche, klauen Susi den Kaffee, bringen unseren japanischen KK-Camper an seine Grenzen, entdecken kulinarische Überraschungen, dringen tief ins Innere der Insel vor und finden Orte, die sich erstaunlich wenig japanisch anfühlen. Und deshalb folgt uns doch einfach. Ihr fragt euch wohin? Natürlich Richtung Himmelblau.